Gerhard Sillmann fragt: Warum gibt es keinen großen Expertentisch zum Thema Covid-19? Es besteht der Eindruck, dass nur sehr wenige Experten einseitige Maßnahmen empfehlen und diese durch Bundes- und Landesregierung umgesetzt werden. Die Bundesregierung tauscht sich regelmäßig mit Experten aus. Unsere erste Expertenanfrage geht immer auch an das Robert-Koch-Institut, weil dort sehr viel Sachverstand versammelt ist. Dann haben wir sehr regelmäßigen Kontakt mit den Forschungsinstitutionen, allen voran der Leopoldina, aber auch mit dem Helmholtz-Instituten, mit den Universitätsklinika. Und so sammeln wir ganz regelmäßig und auch ich persönlich Eindrücke und Meinungen zu den verschiedenen Aspekten der Corona-Pandemie. Das heißt also, es gibt keinen festen Expertentisch, aber einen regelmäßigen und sehr kontinuierlichen und intensiven Austausch mit der Fachwelt. Krischi Klaus fragt: Ich kann die Logik der Regierung nicht nachvollziehen. Die meisten Ansteckungen finden im privaten Raum statt. Die Gaststätten halten sich an die Regeln, werden umfassend kontrolliert und müssen nun schließen. Das erschließt sich mir nicht. Es sei denn, eine umfangreiche Ansteckung ist von der Regierung gewollt. Sinnig wäre, zu Hause das Feiern zu verbieten, dafür aber die Gastronomie offen zu lassen und sie als Möglichkeit für kontrollierte Zusammenkünfte zu nutzen. Damit wäre wirklich allen Seiten geholfen. Also erst einmal ist es nicht gewollt, dass es eine umfassende Infizierung der Bevölkerung gibt, sondern unser Ziel ist, so wenig Infektionen zu haben, dass wir die Kontakte auch immer noch nachvollziehen können und damit den exponentiellen Anstieg der Infektionen stoppen. Den haben wir leider jetzt und das ist der Grund, warum wir auch in 3/4 der Fälle nicht mehr wissen, wo die Ansteckung herkommt. Sie haben vollkommen recht, dass ein besonderer Bereich der private Bereich ist. Deshalb haben wir hier auch umfangreiche Kontaktbeschränkungen angeordnet, sowohl in der Öffentlichkeit als auch zu Hause, nämlich, dass es keine Feste geben kann, keine Feiern geben kann, dass sich nur 2 Hausstände, also 2 Haushalte treffen sollen, maximal mit 10 Personen. Das heißt also, auch wenn 2 alleinlebende Menschen sich treffen, dann ist das schon die Obergrenze. Und diese Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich sind ein ganz großer Teil unserer Maßnahmen. Das allein reicht aber in der jetzigen Situation nicht und deshalb haben wir uns entschieden, doch noch mehr zu machen. Und da wir vor allen Dingen Schulen und Kindergärten aufhalten wollten, haben wir dann uns auf den Bereich der Freizeit konzentriert. Und hier sind auch die Restaurants dabei. Ich sage ganz offen, es gab sehr, sehr viele Restaurants, die sehr gute Hygienekonzepte haben und hatten. Diese Hygienekonzepte werden wir auch wieder brauchen. Aber im Augenblick, bei der sehr, sehr hohen Infektionsrate, können auch solche Hygienekonzepte nicht mehr die Wirkung entfalten, die sie eigentlich haben müssen, sondern es heißt nur noch Kontakte reduzieren. Und man fährt für jeden Restaurantbesuch, für jeden Theaterbesuch, für jeden Kinobesuch im öffentlichen Personennahverkehr. Man bewegt sich von A nach B, man redet hinter und vorher noch ein bisschen und das alles muss runtergefahren werden, damit wir wieder in den Bereich kommen, in dem wir die Kontakte nachverfolgen können. Das ist bitter und hart und deshalb gibt es auch umfangreiche Entschädigungen, um die Betroffenen, die für uns alle jetzt zurückstecken, auch wirtschaftlich möglichst zu schützen und ihnen die Weiterarbeit zu ermöglichen. Florian Heimann fragt: Wenn es einen Impfstoff gibt, wer muss, soll, kann geimpft werden und wann werden alle Einschränkungen aufgehoben? Wir haben die Hoffnung, dass recht bald die ersten Impfstoffe zugelassen werden. Dann wird natürlich noch nicht genug Impfstoff zur Verfügung sein. Vor allem möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, niemand wird gezwungen werden, sich impfen zu lassen, sondern es ist eine freiwillige Entscheidung. Die Frage, wer wird zuerst geimpft, die wird diskutiert mit der Ständigen Impfkommission, mit der Wissenschaftsakademie Leopoldina und mit der Ethikkommission. Aber ich glaube, ich kann schon so viel verraten, dass ich sage, ganz vorne dran sind natürlich Pflegekräfte, Ärzte und auch Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören. Das sind dann allerdings schon recht viele in unserem Land. Und die Vorbereitungen für die Impfung laufen auch. Die Länder planen jetzt Impfzentren und so werden wir dann schauen, wie viel Impfstoff wir zur Verfügung haben, wie lange dieser Impfstoff immunisiert. Und das ist ja die zentrale Aufgabe, dass wir sozusagen die Bevölkerung insgesamt immun gegen das Virus machen
wollen. Wir wissen aus anderen Epidemien, dass bei ungefähr 60-70% der Bevölkerung, die dann immun sind, sei es indem sie die Krankheit selbst durchgemacht haben oder aber durch Impfung, dass dann das Virus mehr oder weniger besiegt ist. Dann können wir auch alle Einschränkungen aufheben. Bis dahin müssen wir mit gewissen Einschränkungen, die das Virus uns auferlegt, noch leben. Miriam Blumberg fragt: Sehr geehrte Frau Dr. Merkel, was wird in Zukunft in der deutschen Pflege getan, um die Situation der Mitarbeitenden zu verbessern? Gerade in Corona-Zeiten spitzt sich die Lage nochmals zu. Ja, das stimmt, aber die Pflegekräfte sind insgesamt natürlich ein ganz wichtiger Pfeiler unserer Gesellschaft und deshalb haben wir gerade in den letzten Jahren auch unabhängig schon von Covid-19 sehr viel im Bereich der Pflege verbessert. Sowohl der stationären Pflege, wo etwa 830.000 zu Pflegende sind, aber auch für die Millionen zu Pflegenden, die ambulant oder zu Hause gepflegt werden. In welcher Weise haben wir das getan? Wir haben erst einmal das Schulgeld für die Ausbildung abgeschafft. Das war eigentlich ein Relikt aus alter Zeit. Es wird in Zukunft eben auch hier wie in anderen Ausbildungsberufen ein Entgelt für diejenigen geben, die diesen Beruf erlernen. Wir haben die Ausbildung verbessert. Wir haben einen Mindestlohn in der Pflege eingeführt. Und wir forcieren auch sehr in einer gemeinsamen Aktion die Tarifbindung im Pflegebereich. Gerade die letzten Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst haben einen besonderen Bonus für zu Pflegende gegeben. Wir haben auch jetzt in der Covid-19-Pandemie den Pflegenden einen speziellen Bonus gegeben. Das heißt, es wird sehr viel getan, um diesen Beruf aufzuwerten. Das kann man nicht in 2-3 Jahren schaffen, sondern das wird sich jetzt noch über viele Jahre fortsetzen. Gerade auch das Thema Zeitmanagement, das heißt, wann habe ich einen Anspruch darauf, freie Tage zu haben, wann kann ich mich darauf verlassen, nicht immer wieder zum Dienst gerufen zu werden. Das sind ganz wichtige Dinge, daran werden wir weiter arbeiten. Peter Linsmeier fragt: Warum fragen Sie nie das deutsche Volk, bevor Sie Entscheidungen treffen? Wir fragen das deutsche Volk alle 4 Jahre, dann wählt es sich nämlich eine neue Bundesregierung, die aus einem neuen Bundestag kommt. Und die Bundestagsabgeordneten haben sich ja alle zur Wahl gestellt und haben die Mehrheit in ihren Bereichen überzeugt. Wir sind das, was man eine repräsentative Demokratie nennt. Das heißt, die Abgeordneten werden alle 4 Jahre gewählt und dann verkörpern sie sozusagen die Institution, die über die Gesetze entscheidet und damit natürlich auch dann den Willen der Menschen in ihrem Wahlkreis oder in ihrem Bundesland, aus dem sie kommen, widerspiegeln. Ich glaube, diese Form der Demokratie hat sich recht gut bewährt. Das bedeutet aber ja nicht, dass wir nicht immer wieder uns rückkoppeln mit der Bevölkerung. Bundestagsabgeordnete, auch ich, stellen sich immer wieder im eigenen Wahlkreis den Stimmen und den Meinungen der Menschen, die dort wohnen. Wir sind viel unterwegs im Lande und tauschen uns aus. Ich führe Bürgerdialoge durch. Wir befragen die Menschen und hören, was sie sich erwarten und wo sie nicht zufrieden sind. Das alles sind also Rückkopplungen, die wir permanent haben. Aber die eigentliche Entscheidung der Bevölkerung, wen möchte sie in den nächsten Jahren verantwortlich haben für die Politik, die erfolgt durch die Bundestagswahl, die ja nächstes Jahr im September auch wieder stattfindet. Isabel K. 95 fragt: Ich frage mich, warum die Regierung nicht mehr für den Klimaschutz macht. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Ziele zum Schutz zu erreichen und umzusetzen, aber in Deutschland werden immer noch Wälder gerodet und zum Beispiel auch Massentierhaltung ermöglicht bzw. tierische Produkte subventioniert. Warum arbeitet die Politik nicht mit Klimaforschern zusammen und was haben Sie vor, um die Zukunft der Erde und der Menschen zu sichern? Ich finde, dass die Bundesregierung eine ganze Vielzahl von Maßnahmen für den Klimaschutz macht. Wir haben uns sehr ehrgeizige Ziele gesteckt. Wir wollen jetzt bis 2030 55% der CO2-Emissionen einsparen und dann bis 2050 klimaneutral sein. Das ist auch ein Ziel, das die gesamte Europäische Union teilt und dafür müssen wir natürlich erhebliche Anstrengungen unternehmen.
Ein Beispiel ist die Fortentwicklung des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Hier können wir heute sagen, dass die erneuerbaren Energien der größte Pfeiler unserer Stromversorgung sind. Damit der Strom auch erschwinglich bleibt, haben wir die EEG-Umlage jetzt gedeckelt in den nächsten Jahren, damit sie nicht so steigt. Wir haben eine Vielzahl von Initiativen ergriffen, um im Bereich der Gebäudesanierung voranzukommen. Wir fördern die Elektromobilität, um gerade auch im Bereich des Verkehrs besser zu werden, wo wir in den vergangenen Jahren zu wenig Reduktionen hatten. Und wir haben eine Wasserstoffstrategie entwickelt, denn Wasserstoff wird gebraucht, und zwar grüner Wasserstoff in der Zukunft, um auch die ganzen industriellen Prozesse CO2-frei durchführen zu können. Wir geben sehr, sehr viel Geld in diese verschiedenen Teile unserer Klimapolitik und wir sind in einem intensiven Austausch mit Klimaforschern über die Frage, wie können wir denn unsere Ziele am besten erreichen. Und dabei hat sich herausgestellt, wo immer möglich, sollte man das über den Preis für CO2 machen. Das heißt, der Preis für CO2 wird am 1. Januar 2021 steigen und dann sukzessiv immer weiter. Nicht nur im Bereich für die Industrie, da gibt es das Zertifikatesystem schon sehr lange, sondern jetzt auch im Bereich von Verkehr und von Wärme, das heißt also auch Gebäudeisolierung und Ähnlichem. Und wenn der Preis für das ausgestoßene CO2 höher wird, werden sich auch innovative Technologien entwickeln, die dazu führen, dass weniger CO2 emittiert wird. Und das ist genau der technisch, aber auch wirtschaftlich beste Mechanismus, um die Ziele, die wir uns gesetzt haben, zu erreichen. Wir werden auf europäischer Ebene jetzt auch unsere Ziele noch einmal anschärfen und dann auf der Klimakonferenz am Ende des Jahres in Glasgow, sie wird als Videokonferenz stattfinden, hoffentlich als Europäische Union unsere stärkeren und besseren Ziele für 2030 verkünden können. Denn das, was Europa bis jetzt sich vorgenommen hat, reicht noch nicht aus. Aber die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat hier eine Vorgabe gemacht und wir würden gerne in der deutschen Ratspräsidentschaft noch ganz Europa zu diesem Ziel verpflichten. Mosche Wassermann fragt: Warum wird in dieser heiklen wirtschaftlichen Situation die CO2-Abgabe ab dem 1. Januar 2021 noch erhoben? Viele Menschen haben durch die Pandemie ein geringeres Einkommen und möchten trotzdem nicht frieren. Die Politik sollte die Abgabe verschieben, bis die Pandemie vorüber ist. Ja, wir müssen natürlich die spezielle Situation der Menschen in den Blick nehmen. Und ich weiß, dass durch Kurzarbeit und auch Sorge um den Arbeitsplatz durch Covid-19 viele Menschen mit Sorge in die Zukunft blicken. Wir können aber trotzdem die wesentlichen, wichtigen Langzeitaufgaben jetzt nicht einfach liegen lassen. Denn wir haben auch in der Pandemie gesehen, man muss sich entschieden den Veränderungen entgegenstellen und der Klimawandel ist real. Und er duldet keinen Aufschub, dass wir uns damit beschäftigen, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Deshalb müssen wir diesen Weg weitergehen. Aber wir haben eben die Umlage, die Erneuerbare Energieumlage, jetzt festgeschrieben für diese Corona-Zeit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie wäre sonst gestiegen und damit auch der Strompreis. Aber wir wollen mit dem CO2-Preis natürlich auch Menschen anregen, wenn sie sich etwas Neues anschaffen oder wenn sie ihr Verhalten überprüfen, dass der Preis auch ein Signal gibt, möglichst die Emission von CO2 zu verhindern. Und wenn man nachdenkt, hat man oft auch noch Alternativen, um das gleiche Ziel anders zu erreichen. Und das soll durch unsere Maßnahmen der Bepreisung von CO2 angeregt werden. Und diesen Prozess können wir trotz der Herausforderungen von Covid-19 jetzt nicht unterbrechen. Selina Ermoneit fragt: Thema Internet. Auf der CeBIT 2016 hatten Sie davon gesprochen, so schnell wie möglich das Netz in Deutschland auszubauen, damit unsere Wirtschaft weiterhin wettbewerbsfähig bleibt. Was ist hier in naher Zukunft geplant? Wir wollen natürlich die Breitbandversorgung mit mehr als 50 Megabit pro Sekunde für alle Haushalte schaffen. Ende 2015 hatten wir 70% aller Haushalte angebunden. Ende 2019 waren es immerhin schon 91,9%. Und unser Ziel ist, bis 2025 dann wirklich alle Haushalte in Deutschland angebunden zu haben und flächendeckend damit auch Breitbandversorgung zur Verfügung zu stellen. Ein zweiter Punkt, an dem wir natürlich arbeiten, ist die Frage der Verfügbarkeit von Mobilfunk.
Die Netzbetreiber haben sich verpflichtet, bis Ende nächsten Jahres 99% aller Haushalte mit Mobilfunk zu versorgen und das Angebot zu verbessern. Hier werden wir dann in den letzten Bereichen, wo die Abdeckung noch nicht gesichert ist, auch staatlicherseits noch einmal eingreifen, um auch hier wirklich voranzukommen. Sie haben vollkommen recht. Sowohl Breitband als auch Mobilfunk sind die Voraussetzungen, um überhaupt im digitalen Zeitalter leben zu können. Und deshalb ist das eine Priorität, ein Vorrang wirklich unserer Arbeit. Caroline Ruthardt fragt: Liebe Frau Merkel, als erstes ein herzliches Danke für Ihren bisherigen Einsatz und vor allem, wie Sie uns aktuell durch diese einzigartigen Zeiten bringen. Danke. Meine Frage ist: Was werden Sie politisch noch für die Gleichberechtigung der Frau tun? Frauenquoten werden von vielen Unternehmen nicht ernst genommen. Gender Pay Gap ist weiterhin fast überall Realität, bis hin zum Rentengap. Und im Ausland gibt es viele positive Ergebnisse, dass klare und strikte Gesetze sehr erfolgreich sein können. Warum ist Deutschland hier leider noch hinterher? Wenn es um die Gleichberechtigung von Mann und Frau geht, dann geht es im Grunde um zwei große Themen. Einmal um die Repräsentation von Frauen und hier hinken wir in der Tat hinterher, aber ich glaube, wir holen auf. Die Bundesregierung selbst hat sich für den öffentlichen Bereich im Bereich des Bundes vorgenommen, dass wir in den nächsten Jahren in allen Gremien, die wir besetzen, die Hälfte Frauen und die Hälfte Männer haben. Parität muss ja unser Ziel sein. Wir haben bereits die Quoten in den Aufsichtsräten der großen Unternehmen von 30%. Das klappt gut. Es haben sich auch immer Frauen gefunden. Und jetzt muss der Mittelstand hier noch nachziehen. Wir überlegen im Augenblick, ob wir noch etwas mehr tun können in dieser Legislaturperiode, auch im Bereich von Krankenkassen, Rentenversicherung und Ähnlichem. Darüber laufen die Gespräche. Der zweite Teil ist neben der Repräsentanz auch die Frage, und die hat dann sehr viel auch mit der Möglichkeit von Berufstätigkeit zu tun, mit der Frage der Erwerbung von Rentenansprüchen, dass wir die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern, damit Mütter und Väter oder Väter und Mütter Beruf und Familie besser miteinander vereinbaren können. Hier haben wir den Ausbau der Kitas. Wir werden in dieser Legislaturperiode, so hoffe ich, noch den Rechtsanspruch auf eine Betreuung im Grundschulalter verabschieden. Und wir haben in vielfältiger Weise die Flexibilität auch des Elterngeldes gestärkt, der Elternzeit gestärkt, damit gerade auch Väter und Mütter gemeinsam die Erziehungsarbeit besser bewältigen können. Und der dritte Bereich ist die Frage der Frauen in bestimmten Berufen. Wir haben im Pflegebereich sehr viel getan, um hier die Verdienstmöglichkeiten zu verbessern. Und so gibt es noch viele Berufe, in denen vorrangig Frauen tätig sind, wenn ich an Erzieherinnen zum Beispiel denke. Und hier wird es in den nächsten Jahren auch noch viel zu tun geben, um gerade auch die Lohnperspektiven für diese Berufe zu verbessern. Namukin fragt: Wie ist der Alltag als Kanzlerin gestaltet? Ja, der Alltag einer Bundeskanzlerin zeichnet sich dadurch aus, dass ich natürlich vorgemerkte Termine habe, aber auch immer bereit sein muss, dass etwas ganz Unvorhergesehenes passieren kann. Und deshalb gibt es keinen Tag, der dem anderen gleicht. Die Wochen unterscheiden sich ein bisschen danach, ob es eine Parlamentswoche ist. Wenn es eine Woche ist, in der auch der Deutsche Bundestag tagt, dann nehme ich an den Fraktionssitzungen teil, bin sehr häufig im Parlament und habe auch sehr viele Gespräche mit Abgeordneten. Wenn es Wochen sind, in denen der Bundestag nicht tagt, dann gibt es des Öfteren Reisen auch in die verschiedenen Teile des Landes zu Betriebseröffnungen, zu Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern. Und einen großen Teil nimmt natürlich die Außenpolitik ein, entweder dass Besuche hier nach Berlin kommen oder ich ins Ausland fahre. Das fällt zurzeit natürlich alles sehr weg. Das heißt, das meiste wird über Videokonferenzen geregelt. Wir sind im Augenblick in besonderer Weise in der Verantwortung, weil wir die europäische Ratspräsidentschaft bis Ende Dezember haben. Da kommen also noch sehr viele Termine dazu. Und dann versuche ich natürlich doch auch, zumindest am Wochenende, an einem Tag ein bisschen Freiraum zu haben, um mal an die frische Luft zu kommen oder auch mal zu lesen oder auch mal einen Film zu sehen. Das sind Dinge, über die ich mich dann auch freue, aber ich mache meine Arbeit auch sehr gerne, weil sie eben so vielfältig ist und kein Tag dem anderen gleicht.